Ja, moin, hier ist Dolle. Ihr glaubt nicht, wo ich gerade bin. Das hier ist Schottland. Und ich befinde mich mit meinen Füßen auf der Isle of Skye. Und ich werde euch mitnehmen, die nächsten 5 Tage über den Skytrail zu laufen. Wenn die Kamera nicht umfällt. Es ist echt windig und es wird sogar noch mehr Wind heute werden. Broadford ist der Start oder das Ende vom sogenannten Skytrail. Das ist ein 80 Meilen langer Wanderweg bzw. 125 Kilometer lang. Und der Weg ist nicht markiert. Das heißt, es gibt auch keinen genauen Start und auch kein genaues Ziel und auch keinen genauen Weg. Also entweder sagen viele, der Start ist hier bei dem Denkmal oder da hinten in der Lücke von dieser Mauer. Da werde ich jetzt auch mal hingehen und ich starte die Tour jetzt. Spätestens hier an diesem verwitterten Schild geht es jetzt auf den Skytrail. Excuse me, sir. Is this the way to Argol? What? Wegen der starken Windböen musste ich meine Tour anpassen. Eigentlich wollte ich ja gestern Abend schon loslaufen, 15 Kilometer und mein Zelt aufschlagen. Aber bei Windböen von 80 km/h wäre mir das alles um die Ohren geflogen. Deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe noch eine Nacht in Broadford im Hostel zugebracht, was ja entspannt war. Aber heute muss ich meine Tour ein bisschen abändern, damit ich immer noch rechtzeitig ankomme, um letztendlich das Flugzeug zurückzukriegen. Deswegen heute eine leicht veränderte Variante, aber Safety first. Deswegen muss ich jetzt an dieser Stelle nicht geradeaus gehen, sondern gehe jetzt hier weiter über die Straße nach Torrin. Hier abseits des Weges ist eine Lost Place Kirche. Heute fühle ich mich ein bisschen so, als hätte ich die Kulisse verlassen, die ich geplant habe. Ich laufe jetzt hier parallel auf der Straße und es ist deutlich schöner, als ich gedacht hätte. Hier neben mir eine Moorlandschaft. Wenn es nicht so windig wäre, würden mich jetzt die Mitches auffressen. Hallo, warst du gerade beim Friseur? Schick siehst du aus. Ja, fein. Hier kurz vor Torrin sehe ich das erste Mal das Meer. Jedenfalls in einer kleinen Bucht. Und man sieht schon, dass die Wellen ganz schön tosen. Davor sieht man einen Tagebau für Marmor. Auch hier wird immer noch Marmor abgebaut und im ganzen Land verteilt. Königlicher, britischer Marmor. Very beautiful. Na Mäuschen, bist du ausgebüxt? Wie hast du denn das denn hierher geschafft? Schön an der Seite bleiben, ne? Hier ist das weltbekannte, weltbeste Amy's Kaffeehaus mit dem besten Kuchen und Kaffee. Und ihr glaubt ja nicht, welchen Tag wir heute haben. Es steht ganz oben.
Na, ich muss schon sagen, der Sky Trail macht High. Sky macht High. Hier, die Heide macht High. Alles High hier. High Heels. Du bist eine Feine, ne? Halt die Stellung. Du bist eine Hübsche. Hier. Wer des Gelischen mächtig ist, der sieht, wo ich mich gerade befinde. Das ist nämlich dort. Und ich werde jetzt ein bisschen weiter südlich gehen. Und normalerweise verläuft der Trail jetzt ganz unten. Einmal an die Südspitze und geht dann wieder hoch bis Algol. Ich muss das leider einmal hier quer abkürzen. Über diesen Weg, der jetzt hier rüber verläuft zum Kamasunari Bay. Ja, das tut einem zwar im Herzen weh, aber bei dem Wind ist das nicht anders möglich, denn das ist hier alles Steilküste und sehr schmal. Und hier mitten durch die Heide. Ihr glaubt ja nicht, wer das so besonders liebt. So, von da hinten bin ich gekommen. Das ist hier Slappin Bay und jetzt muss ich hier auf der anderen Seite gegen den Wind natürlich, weil vorhin hatte ich Rückenwind, wieder weiter. Aber es ist endlich mal von der Straße runter. In Deutschland nennt man sowas Personenvereinzelungsanlage. Matsche. Mal durch. Und dann geht das hier weiter durch die Matsche. So, da möchte man nicht drin stecken. Und zwischendurch ist es dann wieder windstill und der Geist kommt ein wenig zur Ruhe und der Körper hat die Möglichkeit, einfach mal zurückzublicken über das und auf das, was er durchquert hat. Nun ja, hoffentlich muss ich da oben nicht rauf. Ich habe kein Kletterseil dabei. Excalibur! Leute, für wen ist das denn gemacht hier? Das muss ich gleich mal festhalten. Hier gibt es tatsächlich ein kleines Stück Wald. Hier bin ich jetzt unterwegs zu einem alten Steinzeit Lost Place, Dunringdill oder so. Ich hoffe, das ist was. Das sind hin und zurück über 3 Kilometer extra Weg. Und das muss sich natürlich auch lohnen für so ein paar alte Steine. Oh, das scheint hier ein ziemlicher Touristen-App zu sein, dieses alte Dunringdill. Irgendwie tönt es mich nicht so an. Da hinten ist auch noch eine Mauer. Ich sag mal so, wenn man hier schon mitten im Nichts steht, kein Weg zu sehen ist und es laufen einem wunderbare Brombeeren über den Weg, die sind reif, dann wollen die gepflückt werden. Klasse. Für einen kleinen Moment habe ich überlegt, ob ich hier über diese Steine hopsen sollte, um darüber zu kommen. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Trockener, aber weniger abenteuerlich. Das ist mal kein Windrauschen, das ist jetzt das Wasser. Ja, hier hinter dieser schönen alten Brücke
muss ich mich entscheiden, ob ich den längeren Weg nach Elgol nehme, wo mich leckeres Fish and Chips erwartet und ein kleiner Hafen und natürlich die Südspitze und ja, ich nenne es mal der offiziellere Weg. Oder ob ich jetzt noch nach rechts gehe und dann den Weg direkt nehme zum Schnitt zum Kamasunari Boothie. Ja, die Entscheidung fällt mir sehr leicht. Es ist immer noch sehr windig und deswegen geht es jetzt hier gleich scharf rechts weiter. Hinter dieser kleinen kriegt man nicht ab. Doch, geht. Keep Gate shut. Hier nochmal die Position, wo ich mich gerade befinde, und ich werde hier über Kirki Boost zu Kamasunari gehen und da werde ich übernachten. Der offizielle Weg geht hier einmal unten rum. Hier ist es wieder absolut windstill. Man hört nichts außer dem Meeresrauschen in der Ferne und so ein paar von diesen blökenden Schafen. Je nachdem, wo man hier gerade auf der Insel ist, blüht die Heide noch sehr intensiv. Jetzt wollte ich gerade ein Sonnenfoto machen und in dem Moment ist die Sonne auch schon wieder weg hier an der Kamasunari Bay. Und ich werde auch noch lernen, wie man das ausspricht. Nun ist es nicht mehr weit bis zur Botti. Ich bin gespannt, was die Botti mir bietet heute. Hier an dieser wunderbaren Kamasunari Bay, bei der man hier einen Strand für sich alleine hätte, wenn es denn Badewetter wäre. Konjunktiv. Hier ist also nun der Eingang von der Botti. Ich bin wirklich gespannt, ob ich da einen Platz drin kriege. Es sieht erstmal komplett leer aus, aber meistens verbirgt sich das Geheimnis im Inneren.